Und diesen Parteitag der FDP heute in Potsdam wird Leonie von Randow für uns beobachten. Leonie, ja, wie will denn die FDP tatsächlich jetzt in 2 Wochen noch eine Wende hinkriegen? Carsten, das ist die ganz große Frage, auf die die FDP auch nicht so richtig eine Antwort zu haben scheint. Man will zwar eigentlich ganz auf das Thema Wirtschaft setzen, war in den letzten Wochen dann aber doch gezwungen, ein bisschen auf das Thema Migration umzuschwenken. Und da können die Liberalen wenig gewinnen, denn da haben die AfD und die Union doch eher die Nase vorn, wenn man mal nach Umfragen schaut, wie viel Kompetenz den einzelnen Parteien bei diesen Fragen so zugetraut wird. Insofern geht jetzt wirklich alles auf einen Endspurt zu. Christian Lindner wird heute noch mal versuchen, seine Partei einzuschwören. Er ist der ganz große Hoffnungsträger der Partei. Er hat ja in der Vergangenheit auch schon einmal bewiesen, dass ihm eine Kehrtwende gelingen kann. 2017, da hatte er die FDP ja nach 4 Jahren in der außerparlamentarischen Opposition dann wieder zurück in den Deutschen Bundestag gebracht, was ihm erst niemand zugetraut hatte. Und natürlich hofft man, dass es ihm irgendwie gelingen kann, die Freien Demokraten eben auch diesmal noch mal über die 5%-Hürde zu hieven und möglichst sogar in Regierungsverantwortung zu verhelfen. Darauf hofft man ja immer noch. Man wünscht sich ja eine schwarz-gelbe Koalition, auch wenn das gerade wirklich alles andere als zum Greifen nah ist. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Also Lindner und die FDP haben eine deutliche Abfuhr von der Union bekommen. Denn Friedrich Merz hat ja gesagt, jede Stimme für die FDP ist eine verlorene Stimme. Und Markus Söder, der CSU-Chef, hat auch noch mal lahmgelegt, man würde keine Rücksicht auf die FDP nehmen. Also was bedeutet das tatsächlich, wenn der Wunschkoalitionspartner der Liberalen sagt, nee, mit euch wollen wir gar nicht zusammenarbeiten und es reicht auch gar nicht für eine mögliche Regierungsbeteiligung? Ja, eigentlich verstehen sich Union und FDP ja so ein bisschen als Schwestern im Geiste, die im weitesten Sinne natürlich auch eine ganz ähnliche Wählergruppe ansprechen. Dementsprechend sind sie gerade aber natürlich auch Konkurrenten. Und beide Parteien müssen noch mal kräftig zulegen, CDU, CSU und FDP. Denn auch die Union möchte ja mit einem möglichst starken, mit einem möglichst robusten Mandat wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. Deswegen eben jetzt noch mal diese klare Abgrenzung von Friedrich Merz, der eben gesagt hat, 4% für die FDP sind 4% zu viel für die FDP und 4% zu wenig für die Union. Also er grenzt sich da deutlich ab, hat auch erst vor wenigen Tagen im Interview bei uns, bei Welt, beim CDU-Parteitag noch mal gesagt, dass er gar nicht glaubt, dass die Liberalen es noch mal in den Bundestag schaffen werden. Er hat außerdem auch noch gesagt, dass er möglichst keine Dreierkoalition haben möchte. Und wir wissen alle, für Schwarz-Gelb würde es rechnerisch Stand heute nicht reichen, dass sich das Blatt da noch wendet. Doch sehr unwahrscheinlich. Christian Lindner, der strebt eine Deutschlandkoalition an, also quasi schwarz-gelb mit zusätzlich auch noch der SPD. Aber Friedrich Merz, der möchte das eben möglichst gar nicht. Der möchte am allerliebsten eine starke Zweierkoalition, die Stand heute nur mit Schwarz-Rot möglich wäre.